Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2 Assassins of Kings. Die Würstchen hängen in der Ecke und Geralt hat gute Laune. Luzi. Just don't start any brawls. Peace and quiet. Get it? Of course. I've got my eye on you. Das will ich doch hoffen, dass du dein Auge auf mich hast. Was verkauft ihr denn hier so? Alten Käse, verschimmelte Äpfel, stinkenden Fisch, verrottende Gurken, schimmelnde Kartoffeln und vermodernde Pflaumen. Nö, danke. Wir haben uns ja beim letzten Mal an das Trollthema gewagt und haben versucht herauszufinden, warum der Troll so traurig ist. Und wir wissen jetzt, dass seine Frau ermordet wurde oder getötet wurde. Und wir wissen oder vermuten, dass es irgendein Bauer war oder irgendein Bewohner von Flotsam bzw. der Umgebung. Und darum werden wir uns auch noch kümmern. Aber ich will jetzt nicht jedes einzelne Haus durchsuchen, das wäre nicht so spannend. Daher schauen wir uns mal kurz ein bisschen im Untergeschoss um. Hier sind wir, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Und wenn nur kurz. Show her vicious inclination, she gave her noblest parts a scrub, inside for want of copulation. Ja, die deutsche Übersetzer haben es sich teilweise sehr simpel gemacht. Pretend you don't see. Don't look him in the eyes. Never provoke a witcher. Und hier unten scheint einiges los zu sein. Die Leute trinken, quatschen, essen, prügeln sich. Und sie scheinen auch Würfelpoker zu spielen. What do you want? Care for a game of dice? I'll play you if you beat those two. Punch his lights out! Okay, der Syndram scheint ein bisschen höheres Pokertier zu sein. Wie sieht's denn bei dir aus, Bendek? Do my eyes deceive me, or are you Witcher Geralt? What can I do for you? My cousin from Vizima claims you're good at dice. I can play. If word gets out that we've a good contender, better players are likely to show up. The stakes will rise. Maybe even Anna Gauss or Sandra would look at us. Real masters. So, will you play? Ja, warum nicht? Sure. Great. We only play for fun, but Zindrab fancies himself a master. I won't play any old challenger. Show us what you can do, and who knows, I might sit down with you. Genau. Dazu gibt es einen Quest und ich speichere mal kurz, weil ich mache kein Hehl draus. Wenn das richtig schlecht läuft, werde ich neu laden. Warum moonwalkst du gerade vom Tisch weg, mein Freund? Care to roll some dice? Aber ich versuche es natürlich so legit wie möglich zu machen, ohne zu schummeln. Aber ja, ich will nicht mehr Geld verlieren. Ich will den Quest schaffen und wenn möglich ein bisschen Geld gewinnen. Aber Würfelpoker ist halt extrem glückbeladen. Setze ich auch nicht viel, es sei denn, ich würfel beim ersten Wurf was Gutes. Schauen wir mal. Und schon ist ein Würfel runtergerutscht. Und da kommt er wieder. Ich dachte gerade schon, der hat 5 Einsen, aber der hat noch nicht gewürfelt. Was haben wir denn? Wir haben 4 Sechsen. Oh mein Gott, das ist gut. Was hat der? 5, 6, 5, 6. Oh, der hat ein Full House. Aber ich glaube, ich habe ein 4 of a kind. Also 4 von einer Zahl. Das müsste ihn austrumpfen, wenn die das hier bedacht haben. Ich hoffe, das haben sie. Und daher setze ich mal den vollen Einsatz. Und er hat aufgegeben, ja. Er hatte keine Chance mehr. Also nur eine sehr niedrige Chance, weil wir einfach mal 4 von einem hatten. Gutes erstes Spiel. Your luck was in. But I want a chance to win my coin back. Left hook! Watch out for Und the da hast left du hook! recht, das war Glück. Und das ist leider die Krux bei Würfelpoker zu großen Teilen. So, den Hannes haben wir geschlagen. Bendek. Care for a game? Let's roll.
Oh mein Gott, wir haben eine Straße. 1, 2, 3, 4, 5. Und er hat 3 Sechsen. Was? Er hat ein Full House. Das ist mehr wert als eine Straße. You lose. Ich glaube nicht so, mein Freund. Ich habe die Macht des Zeitzurückdrehens. Care for a game? Probieren wir das nochmal. Dass die Würfel überhaupt vom Brett fliegen können, hier ist so dumm, ey. Okay, jetzt haben wir richtig einen schlechten ersten Wurf gemacht. Wir haben 2 Fünfen. Und er hat 2 Einsen. Okay, noch ist alles offen. Probieren wir das. Komm, gib mir noch eine 5. Ja, 3 Fünfen. Ja, Würfelpoker. Was soll man dazu sagen? Er hat eine Straße. 2, 3, 4, 5, 6. You lose. Wenn es jetzt noch länger dauert, werde ich auch cutten, weil so spannend ist das nicht. Care for a game? Aber gehört zu Witcher 2 noch dazu. Bei Witcher 3 haben sie das Würfelpoker dann völlig rausgenommen und gegen etwas viel Besseres ersetzt. Aber hier haben wir es noch. Ich habe 3 Vieren. Und der hat gleich wieder ein Full House, wenn er so weitermacht. Probieren wir unser Glück. Der Mitspieler hat gesetzt. Und schön, der Würfel fliegt wieder sonst wohin. Würfel, bitte komm zurück aufs Brett, wenn es geht. Danke. Yeah. Das ist eine 6, die bringt mir nichts, oder? Ist das eine 4? Nee, das ist eine 4. Spiel, die Würfel sind wieder alle da. 4 Vieren, komm, wir haben jetzt gewonnen. Dankeschön. You win. So, ich werde jetzt auch nur noch den Syndrahmen ausnehmen und dann Gobble up, pay up. Watch out for the left hook! ist auch erstmal genug gewürfelt. What do you want? Care for a game of dice? Shall we roll a few rounds? Ja, dich mache ich auch noch fertig. Ich kann das Geld gut gebrauchen, muss ich sagen. Was war denn das für ein Wurf, ey? 2 Sechsen, 2, 3, 4, 6. Das ist gar nichts. Schauen wir mal, ob wir mehr Sechsen zusammenbekommen. All in, baby. Und da rollt der Würfel wieder sonst wohin. Ich habe gewonnen, oh mein Gott. Wie habe ich gewonnen? 2 Dreien und 2 Sechsen. Huh. You won. Care for a rematch? No. Try Einar Gorzel from the Craftsman's District. Beat him and who knows? Maybe even Sendler will agree to play you. Thanks. Punches lights out! Have a nice day. And no acting up. Erstmal genug gepokert, ey. Und hier unten ist auch die untere Etage des Bordells. Da können wir auch mal einen Blick reinwerfen. Denn hier sind wertvolle Sachen drin, aber den Besen wollte ich gerade nicht mitnehmen. Ein Typ, der ein dreckiges Lied mal sein lassen könnte. Oder wenigstens neue Strophen anstimmen könnte, wäre auch nicht schlecht. Hier ist ja niemand, ne? Also eine kleine Spende für den Hexer und auch ein Silberleuchter. Den hätte auch ein nicht näher benannter Meisterdieb mitgenommen. Alright.
Genug geplündert für heute. As Oyster Nan stood by her Ich town. muss hier raus. Heute möchte ich gerne mal ein bisschen den Main Quest machen. Wir sind nämlich gerade schon mitten in der Nacht, ne? Wie spät ist es denn? Kurz vor Mitternacht. Ja, das passt. Denn wir haben ja am Anfang, wo wir Soltan und Rittersporn vom Galgen gerettet haben, sind wir ja auf diesen Loredo getroffen. Diesen, weiß ich nicht, der das ganze Lager oder die Stadt hier führt. So eine Art unmoralischer Bürgermeister. Und wir haben ja einen Quest bekommen, der mit ihm zu tun hat. Nach dem Spektakel beim Galgen lud Loredo Geralt zu einem Gespräch ein. Hexer lassen sich wie Troubadoure und Studenten gerne umsonst bewirten. Außerdem war dies eine gute Gelegenheit, dem Kommandanten auf dem Zahn zu fühlen. Geralt nahm die Einladung an. Sie galt erst am Abend, aber Abendkleidung war nicht erwünscht. Und wir haben gerade Abend, daher passt es ganz gut. Der Kommandant der Wache, ja, das ist sein Job in der Faktorei Flotsam, war Bernhard Loredo, der sich auszeichnete durch seine harte Hand und die Brutalität, mit der er Recht und Ordnung durchsetzte. Der Posten kam dem rohen Veteran der temerischen Armee sehr gelegen. Loredo betrachtete die Grenzsiedlung als seine eigene Stadt, herrschte nach dem Faustrecht, verbreitete Angst und Schrecken, fällte und vollstreckte Urteile nach dem eigenen Gutdünken. Ich hatte großes Glück, dass ich meinen Kopf noch aus der Schlinge ziehen konnte. Trotz meiner aufrichtigen Bemühungen sollte dies jedoch nicht meine letzte Begegnung mit Bernhard Loredo gewesen sein. Loredo gab sich zwar als Gesetzeshüter, doch den Anderlingen war er ebenso zugetan wie Kaiser Emir der Demokratie. Jeder Vorwand war ihm recht, um die Nichtmenschen aus Flotsam zu vertreiben. Und er war nicht wählerisch in seinen Methoden. Was für ein freundlicher Gesell. Wird bestimmt ein gutes Gespräch werden. Und es ist Nacht in Flotsam. Es wirkt alles so friedlich hier, wenn man nicht so auf die Details achtet. Aber dann nehmen wir mal die Einladung an, die wir bekommen haben. Und schauen, was er von uns will. I guess the crisis ate away those 8,000 orens from the king. Trolls beat me. Das haben die Zwerge alle mit den Trollen in ihrer Sprache. What? The Commandant wanted to see me. Leave your weapon here. Guard it with care. It's very valuable. Wait, Wolf. I need to talk to the Commandant too. You going inside or not? Listen, friend. I'm an officer and you're a runt. And when I say jump, you will not only... Come on, Roach. With these cunts, Loredo couldn't protect the port from a drunk lumberjack, let alone Yorveth. He's succeeded so far, Roach. The port is rotting away and this prick throws fireside feasts. Ja, der Vernon mag den Loredo auch wirklich sehr. A ballista. The bastard's got a ballista. You know the power of this weapon. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. Yeah, an experienced crew can release 2 bolts each minute, but it can't hit the same spot twice because it recoils and shifts. I've heard that somewhere before. Where did you learn about ballistae? I knew someone who knew a bit about them. Unimportant. We need to damage it if we don't want to be at Loredo's mercy. They're all drunk here now. I'll provoke the guard. Relax, Roach. I don't want to fight this rabble again. As long as that weapon's operational, no one will sail this section of the Pontar without Loredo's express permission. I'll handle this. Go have a drink. Ein kleiner Zwischenquest. Finde eine Möglichkeit, die Balliste zu deaktivieren. Ich weiß gar nicht, was ist, wenn man das ignoriert. Wir werden es auf jeden Fall nicht ignorieren. Don't you traipse around here. Conrado. Don't you traipse around here.
Don't you traipse around here. That's true. You know this one. A little elf was skipping down the path. Plough 'em all, plough 'em all. Along came a dwarf and kicked him in the arse. Plough 'em all, plough 'em all. Oh, you arse fuck, dirty rotten scum. Plough 'em all, plough 'em all. Do that again, and I'll fuck your mum. Plough them all! You've had your song. Care for some real diversion? Ich glaube, solange der Typ hier steht, können wir an der Balliste nichts sabotieren. Wir müssen den da irgendwie wegkriegen. That's true. You know this one. Struts about as if he was a king himself. Plough 'em all, plough 'em What do you need, ugly? Ey, Ugly, Well, you ain't exactly handsome. but I wouldn't worry. Women prefer ugly men to groomed dandies. And you're ugly something mighty. Care for a romp? can't just now. But I'll find you later in town. What's your name? Margarita. so erfolgreich wie Geralt bei den Frauen ist, kann er doch gar nicht so hässlich sein. Ich weiß gar nicht, was sie hat. I wanted to surprise my friend, the sad-looking guy by the ballista. Some idiot wanted me to read him poems recently. Extravagance, as I say it. I didn't like it. I was thinking of something a little more traditional. What would you have me do? Deine Spezialität klingt doch ganz gut. Just go with your specialty. All right, it'll be my standard rate. Draw him away from the ballista while you're at it. Slap me hard and call me stupid. Trying to put one by me? That'll cost you more. How's that? Surcharge on special requests. Those are the rules. Let me think it over. Ja, ich könnte sie bezahlen, aber mein Geld ist mir heilig. A favor for a favor? There is one thing you could do for me. And that is? Myron and Alphonse, two of Loredo's thugs. Give them a good thrashing, and I'll even blow... I stirred up enough trouble as it is during the execution. No need to stir trouble. Just humiliate them some ways. Consider it done. You've had your song. Care for some real diversion? They say witches have no need to plough. Did you know that? Haven't had this good a time in ages. That's true. You know this one. I don't like freaks. And I don't like oafish no-necks. What do you want, mutant? Das ist einer der beiden, die ich erniedrigen soll. Armdrücken klingt doch nicht schlecht. To try my luck. Arm wrestling. I'm gonna crush you, mutant. Save the boasting till later. Let's do this. You've had your song. Care for some real diversion? Das sollte ich doch hinkriegen. Nothing better than a fireside feast. Except a fireside feast with I hate mutants like you. I know, I know. Add plough into the mix and it doesn't get any better. Luckily, the Commandant's provided it all. True. Come here, lass. Your uncle's got a story for you. So long as he can afford... What you want, old man? Und das ist der andere. I was looking to test my strength. Arm wrestling. What do I stand to gain? Nothing, 'cause I'll thrash you. And if I win? You'll have beat a witcher, so I guess that gets you bragging rights. Are you that Geralt fella? The Grey Wolf? All right. Let's begin. Naja, fast richtig mit Grauer Wolf. Das üben wir noch. Nothing better Jo, than a fireside feast. ganz schön schwacher Arm. Except a fireside feast with copious amounts of liquor. Add plough into the mix and... Damn the dogs! The old man got me. I need to eat. Build up a bit. Luckily, the Commandant... Wie sie mich alle als alt und hässlich bezeichnen, ey. Die wissen doch gar nicht, was sie für passen. Your uncle's got a story for you. Myron and Alphonse. Teach them a lesson yet? Of course. All right. I'm off to give the boys some diversion.
so long as he can afford to tell it. I'll not lend an ear for less than 10 orens. Care for a little diversion, brave one? I'm on duty. Oh, come on. Your comrades are well at it having their fun. Why should you be any worse? You're right. Let's go. Was für ein schöner Teil des Mechanismus. Und damit haben wir die Balliste sabotiert. Things like that you could conquer all. Temeria. Wir können weitermachen mit dem, wofür wir eigentlich hergekommen sind. Haven't had this good a time in ages. That's true. You know this one. Ich frage mich immer, wie sowas beim Spieltesten durchgeht, dass so ein Dialog wirklich alle 20 Sekunden getriggert wird. Das muss doch auffallen, dass das nervt. Ja, Plow them all, wir wissen's. Ja. You've had your song. Care for some real diversion? Loredo's busy with that witch Sheila. Come back later. Geralt, let's wait downstairs in the yard. Unser Bro Vernone hat bestimmt schon eine Idee. Yes? Do we wait until the honorable lady is done with the venerable hick? Waste of time. Looks like a good number of Flotsam's town watchmen are here. We should look around. Did you see that arbalist behind the house? I'll get his attention. Give him something to think about. Why don't you find out what they're guarding so closely? My apologies, gentlemen. I could not help overhearing your conversation. What do you want? In point of fact, it's a matter for the Witcher. I have an offer. An offer? Interesting. I suspect you did not come to Flotsam for pleasure alone. You suspect right. Do you know about the monster in the river? Jo, habe ich schon mal von gehört. Might have heard something. I expect someone will hire you to deal with it sooner or later. Thus, I presume that... Stop presuming, expecting, and concluding. Just tell me what you want. Our honored host is in possession of part of a trap, built especially for the beast in question. Go on. Around back, there's a storage area where Loredo keeps the treasures he confiscates from merchants and travelers. There are heaps of things out there. Let me guess. You know exactly where I need to look. Precisely. I saw Loredo's men carrying the contraption across the garden in a crate. They placed it on a platform by the wall, beyond which lies the craftsman's district. Why are you telling me? Why? We need to be rid of the beast as soon as possible. Good luck. All right. I'll distract the guard. You sneak behind the house. Brilliant as ever. Brilliant as ever, oder auch... Soldier, report to me immediately. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass es 2 nervige Schleichabschnitte im Spiel gibt, ne? What do you want? Shut it, soldier. Have respect for your superiors or spend the rest of your life on the king's galley. Apologies, sir. I didn't realize. Das ist der zweite. In Flotsam. Nee, mein Freund, gib es nicht. Ich werde das nicht verkacken, nur weil das Soldier, report to me immediately. Nur weil das Spiel ein bisschen random ist, wie sich die Gegner hier verhalten. No passing. Ja, ich weiß, du wirst gerade abgelenkt, geh weg. Wow. Wie ich gerade die Sequenz gebrochen habe. Soldier, report to me immediately. Beweg dich. Man darf hier nicht zu schnell oder zu langsam sein. Sonst wird man automatisch einfach entdeckt. Das ist...
Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Der hatte nämlich noch nicht angefangen zu pinkeln und hat sich direkt umgedreht. Wenn man aber auch nur 2 Sekunden wartet, wenn er pinkelt, schafft man es nicht mehr bis zu ihm hin, bis er sich umdreht. Das ist alles so smart, ey. Naja, ist zum Glück, wenn meine Erinnerung mich nicht drückt, die letzte Schleichsequenz dieser Art im Spiel. Wahrscheinlich haben sie dann auch irgendwann gemerkt, ist vielleicht nicht so unsere Stärke. Oder sie wollten viel mehr machen, aber die Spieltester haben dann gesagt, nee, war nicht so der geilste Abschnitt. Man weiß es nicht. Aber wir sind hinter dem Haus. Wir dürfen jetzt nicht entdeckt werden. Sheila ist offensichtlich gerade am Fenster gewesen. Ich bin gar nicht hier. Nee, nee. So viele Wachen sind hier nicht mehr. Ich glaube noch 2 oder so. Aber von dem will man natürlich auch nicht entdeckt werden. Vor allem, sobald dich jemand sieht, hast du keine Chance, ihn irgendwie unschädlich zu machen. Also der Quest ist sofort... Der endet sofort. Ist sofort vorbei und ja, das frustriert einfach nur. Da ist der Quick Save und der Quick Load ein echter Segen. So, wir können uns hier gleich in Ruhe umsehen. Aber eine Wache stört noch. Das dürften alle gewesen sein. Als Geralt klar wurde, dass Loredo okkupiert war, weil er etwas mit einer Zauberin zu besprechen hatte, durchfuhr es ihn. Man muss wissen, dass der Hexer eine Schwäche für Zauberinnen hat und sich keine entgehen lässt. Wobei die Magierinnen ihn auch nicht gerade verachten. Als nun eine Zauberin mit dem wichtigsten Mann am Ort ein Geheimgespräch führte, schlich Geralt in den hinteren Teil des Hauses und lauschte. Ach stimmt, wir können ja lauschen. Zu guter Letzt erfuhr der Hexer noch von einem der Gäste, wo er eine Monsterfalle für den Kairan beschaffen konnte. Schon damals dachte der Hexer daran, das Flussmonster zu erlegen, und eine Falle konnte sich als sehr nützlich erweisen. Geralt musste sich nur noch hinter Loredos Residenz hineinschleichen und die auf einem hölzernen Podest stehende Kiste finden. Dann lauschen wir doch erstmal. You forget who you're dealing with, Commandant. You must think me an idiot. I cannot help myself. You take guardsmen off the streets to guard carpets, fabrics, and spices pilfered from merchants. Do you have any grasp of the responsibility that rests with you? Don't teach an old man to piss, sorceress. I've ruled Flotsam for years. Flotsam is ruled by a fear of Yorveth. That fear rules even you. I've made my demands perfectly clear. Like a crying babe deprived of its rattle. In time, Commandant, they'll hang you by the neck from a roadside tree like a regular bandit. And rightly so, for you're no better. Your time will come too, sorceress. They'll pile kindling at your feet. Enough. Fear has confused you. Think over what I said and give your answer before it's too late. Sie hat ihm also irgendein Angebot unterbreitet oder irgendwas aufgegeben. Was genau, wissen wir nicht. Aber vielleicht kommen wir dann noch dahinter.
So, wir looten den Ort noch und dann können wir zurückgehen. Und Pflanzen lasse ich natürlich auch nicht stehen. Unser botanisches Arsenal lässt noch sehr zu wünschen übrig. Und das hier ist wirklich so eine Stelle, die profitiert davon, wenn ich so ein Projekt mache wie das hier, dass ich das schon kenne, weil das ist so frustrierend, wenn man das nicht kennt und es schaffen möchte. Daher bin ich ganz froh, dass ich das nicht blind Let's Play. Und hier unten ist noch ein besonderer Ort, der so ein bisschen aussieht wie eine Arena. Den werden wir später noch kennenlernen oder beziehungsweise lernen, was es damit auf sich hat. Aber plündern wir erstmal noch die Sachen, die konfisziert wurden. Hier ist noch eine Kiste. Aufwertung aus gehärtetem Leder. Ja, sehr gerne. So viel Zeug. Alles meins. Okay, das Holz wollte ich eigentlich nicht haben, aber naja. Was wir haben, haben wir. Ich glaube, die Falltür war zu. Ja, die ist verschlossen. Und wir finden hier nicht nur den Eisenrahmen für die Falle, die wir mehr oder weniger stehlen sollten. Wir finden auch das Schema für ein solides Hexerschwert. Das ist nochmal ein besseres Silberschwert als das, was wir jetzt haben. So theoretisch hätte ich eigentlich warten können, bis ich mir das herstelle. Und eine Rüstung. Rüstung des Astrogarus. Die ist gar nicht mal so schlecht, ne? Die gibt uns mehr Vitalität und mehr Bluten- und Giftresistenz. Eigentlich könnten wir umsteigen. Wie sieht die denn aus? Ja, wir können uns das ja draußen nochmal angucken und dann könnt ihr abstimmen. Weil theoretisch sind beide ähnlich gut. Aber Rabs Rüstung hat so ein bisschen emotionalen Wert. Wir gucken uns das draußen nochmal in Ruhe an, wenn wir nicht gerade in Schleichposition sind. Materialien, das brauchen wir alles noch sehr. Erze, Öl, Eisenerz. Aber ich glaube, das war's. Ich war nie weg, ich war die ganze Zeit hier, ich habe nur einen Strahl an die Wand gesetzt. Oh, nicht der schon wieder. Didn't like him from the start. Loredo's storing valuable gifts from the merchants right here. He may be expecting Yorvith to attack. I overheard the Commandant talking to Sheila. I couldn't pinpoint the topic of their conversation, but it seems to me he's angling for something. We'll see what he has to say. You've had your song. Care for some real diversion? Boah, bin ich froh, wenn ich den Typen da unten nicht mehr hören muss mit seinem komischen Lied, ey. Go in. They await you. Where are we to go? I'd hardly call this a hut. You, I mean you, sir, cannot enter. We've been ordered to let in the Witcher, but no one else. Son of a bitch. Fine. He wants to play hard, we'll play hard. I don't want any trouble. I'll call for support. No need. Tell Loredo I got the message. See you, Roach. Die englische Synchro, so sehr ich sie auch liebe, hat übrigens einen Fehler, einen großen. Der Vernon Roach ist von seiner Aussprache einfach falsch. Der wird in anderen Sprachen ganz anders gesprochen. Ich glaube, im Polnischen heißt er Roche oder Roche oder irgendwie so ähnlich. Und warum auch immer,
haben ihn die englischen Sprecher alle durch die Bank weg als Roach bezeichnet und bezeichnen ihn, oder beziehungsweise benennen ihn so. Und das ist ein Problem, weil Geralts Pferd heißt im Englischen auch Roach. Das hat aber eine Bewandtnis, weil es auf Deutsch Plötze ist. Es ist eine Art von Fisch, so nennt Geralt seine Pferde. Und ja, das ist ein bisschen verwirrend, wenn der Vernon Roche auch Vernon Roach genannt wird. Dann denkt man sich, so redet er jetzt von seinem Pferd oder von dem Vernon? Da habe ich auch so ein lustiges Meme gefunden, was ich mal so ganz frech einblende. Also, kleines lustiges Detail und ein Fehler bei der englischen Synchro tatsächlich. Guten Tag. No passage. Here to see the Commandant. We have business to discuss. Good luck. He's in a foul mood. Why? We'll talk another time, and definitely elsewhere. Tschüss. Wie sie wieder reingeht, ey. Na, dann bringen wir es mal hinter uns. Finally! They didn't want to let me in while the sorceress was here. Did you see her? Made up like a whore on parade day. They think they can do anything, those sorceresses. I heard what happened in Temeria. You know your name's on a warrant. It's unfortunate, though nothing that should impede our dealings. See, I'm the law round here, and the law needs to know what the legendary White Wolf's doing in this cesspit. Immerhin hat er unseren Namen richtig zitiert. Oh, das darf er ruhig wissen. I'm looking for the man responsible for Foltest's death. Here? I know the Scoia'tael had a hand in it too. It's their trail I followed to Flotsam. Lucky you found Bernard Loredo, then. If you're telling the truth, Yorveth's got raw blood on his hands. I can help you find him. Das ist so eine böse Stelle. Ich finde beide Sätze sehr interessant. Als meine Wahl, weil Yorveth als Anführer des Scoia'tael ist mir eigentlich in dem Zeitpunkt relativ egal. Aber das zweite würde mich auch interessieren. What about Vernon Roach? Why didn't you let him in? Roach? Know the aura that surrounds him? Men like him act first and think later. And when they act, almost inevitably innocent blood flows. I trust you're on our side. Whose side is that? That are the people of Flotsam, of course. Terrorized by the elven bandits for years now. Diese Scheinwerfer hinter den Fenstern, ey. Wer hat die da wieder aufgestellt? Ja, macht, was ihr wollt hier. Das ist eigentlich nicht mein Bier mit den Scoia'tael. Aber wir könnten ihn ein bisschen provozieren. A local conflict, none of my business. You killed some elves on the riverbank outside Flotsam. We were attacked. You failed to understand. It's you who doesn't understand, Loredo. To tell you the truth, I'm not human. You an elf? A dwarf? No, talking bollocks. I piss on the fact that they call you freak for your white hair and glowing eyes. You're a human like any other. We're fighting a war. And you, my friend, cannot straddle the fence. Leider ist das Lümmeln am Zaun so ein bisschen meine Spezialität. Sowohl hier als auch anderswo. Aber ja, die Neutralität, ne? Die haben wir im ersten Teil des Spiels gewahrt. Was so die Menschen und die Eichhörnchen angeht. Mal gucken, wie es in diesem Spiel sein wird. What about the elves and dwarves in the trading post? The smiths, peddlers, and hunters? They eat with you, sleep among you. Whose side are they on? Hell if I know. That's my point, Witcher. When you fight for survival, you need to be sure who your friends are. The non-humans in Flotsam, sure, they eat, fuck, shit among us. But when Yorveth sounds the battle horns, who knows what they'll do. Ja, du solltest die Leute, die hier leben, besser anständig behandeln, wenn du willst, dass sie sich nicht irgendwann gegen dich wenden. I'm surprised they haven't turned on you already. How so? The town guards treat non-humans like shit. Frankly, I don't know what keeps them here. I'll tell you what, Geralt. The hunger they'd face in the forest. But I grant you, those acts of insubordination need to be stopped. Soldiers are simple men.
When you see your mate die, a scoia'tael arrow in his throat, it's hard to look favourable at the elf who sells your wife coloured kerchiefs. You're a witcher. Your job is to protect the simpletons from monsters. I protect them from the danger that lurks amongst the trees. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. You detest non-humans. I detest Yorveth, the coward who hunts the innocent instead of facing soldiers. I detest that whore son who murders women and children while claiming that he fights for freedom. He's a monster, Geralt. He's the evil I protect people from. And anyone who helps a monster becomes a similar monster to my mind. Enough. I get it. I don't want you to kill him. Even you don't have a hope against his entire force. I've an idea, but I'd rather not go into it now. The squirrels are up to something. Every night their scouts come closer. I suspect they plan to attack the barge moored in the port. Was hat's denn damit auf sich? What's on the barge? You mean who? Bandits, murderers, rapists. On their way to the dungeons at Drakenborg. As soon as... Their infamous leader joins them. The cherry on the cake, and Bernard Loredo's crown trophy. Couldn't have put it better myself. As long as Yorveth remains free, humans, elves, and dwarfs will live alongside each other in deep distrust. I've got to learn what the pointy-eared rat is planning. How am I supposed to get that information? You underestimate me, Witcher. True, I have my prejudices, but I'm not blinded by them. Take your friend Zoltan, for instance. He contacted Yorveth. How can Zoltan help if he can't go outside the walls? Step by step, Geralt. That's how you build trust. You could start by tending to a problem we have. A beast. The Kairin has blocked all boat traffic. I'm losing tolls. That is, the trading post is losing revenue. Kill the Kairin and I'll declare your friends acquitted of their crimes. Then Zoltan can take you to see Yorveth. Ich weiß nicht, ob ich den Mann hier so mag, aber wir können ja erstmal so ein bisschen mitspielen. Denn wir brauchen ja unsere Freunde und müssen die ja noch rauskriegen. I'm a witcher. I don't work for free. Course you don't. Help us capture the scoia'tael commander and you'll be rewarded generously. Straight from the trading post's treasury. Wir tun mal so. I'll see what I can find out. You stir up storms wherever you go. I actually believe you'll bring peace to Flotsam. Don't disappoint this town, Geralt. Farewell. Schubs, schubs. Wir hätten ihn auch bis zum Ende provozieren können und aggressiv machen können, aber das bringt uns nichts. Und beim nächsten Mal werden wir an dieser Stelle hier weitermachen. Dann werden wir mal schauen, was wir noch so an Hexeraufträgen finden und ob wir nicht noch rausfinden, wer die Trollfrau auf dem Gewissen hat. Wir sehen uns, Leute. Bis dann. Euer Chris.